Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGDX Spieleprogrammierung in Java. Heute geht es um die Contact Listener. Bisher hatten wir dieses vollautomatische Gedöns, also wenn ihr irgendwie zwei Objekte habt und ihr habt sie vernünftig in die Physik eingebunden, so wie wir das hier gemacht haben mit diesem haufenweise Code hier, dann, achso, ich habe das schon auf Pfeilen gemacht, sorry, dann konnte man natürlich sagen, okay, die bouncen voneinander weg. Ja, das ist ganz nett, aber oftmals will man tatsächlich Kollisionen berechnen. Stellt euch nur mal vor, man hätte irgendwie keine Möglichkeit zu berechnen, ob jetzt ein Pfeil, der abgeschossen wurde, tatsächlich auch den Gegner trifft oder sowas. Das wäre ziemlich fatal, würde ich mal so behaupten. Und was man deswegen macht, ist Folgendes. Wir berechnen uns hier einen Contact Listen. Also wir setzen jedes Mal, wenn ein Kontakt passiert, wird überprüft, was für ein Kontakt das war. Und das machen wir über World, weil die World, die hält sozusagen alles. Und hier sagen wir Set Contact Listener. Und hier können wir uns jetzt einen Contact Listener erstellen. So, Vorsicht, ich mache hier hinten erstmal das Semikolon fertig, weil hier drin werden wir ein Interface implementieren. Ihr könnt es natürlich auch in der Extraklasse machen. Wie ihr wisst, versuche ich alles möglichst klassenarm zu halten, was an für sich schlechter Stil ist, aber euch doch sehr das Lesen erleichtert, weil ihr dann nicht ständig mitkriegen müsst, zwischen welchen Klassen ich hin und her wechsle. Okay, also New Contact Listener und das ganze Ding ist ein Interface. Wir kriegen hier automatisch die Methoden, die hier zur Verfügung stehen, die wir implementieren müssen. So, End Contact ist logischerweise die Methode, was passiert, wenn der Kontakt beendet ist. Die ist meist nicht so interessant. Was passiert pre-solve ist auch nicht so interessant und post-solve auch nicht. Was wirklich besonders ist, ist diese Methode hier unten, Begin Contact, da wo sie aufeinandertreffen. Das heißt quasi, wenn der Pfeil den Gegner trifft. Hier könnt ihr dann zum Beispiel sowas machen, wie ihr löst den Sprite von dem Pfeil auf, der abgeschossen wurde, oder ihr lasst ihn in dem Gegner drin stecken oder sowas, oder ja, irgendwie sowas in die Richtung. Und was ihr dann noch machen könnt, ist zum Beispiel, ihr verringert die HP von dem Gegner, den der Pfeil getroffen hat. Sowas in die Richtung eben. Okay, was wir jetzt hier machen werden, ist Folgendes. Wenn, ja, wir sind einfach mal geil. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man überprüfen kann, was auf was trifft. Also mit ifs natürlich wieder mal. Und zwar bekommen wir hier den Contact mit. Der Contact liefert uns einiges an Informationen. Deswegen sagen wir hier, falls der Contact Punkt. So, und jetzt habt ihr hier Zugriff auf die beiden Objekte, die aufeinander getroffen sind. Falls 3 Objekte aufeinander getroffen sind, bekommt ihr mehr als einen Contact Listener Alarm. Also dann wird diese Methode Begin Contact zweimal aufgerufen. Also sagen wir mal, keine Ahnung, ihr schießt gleichzeitig auf einen Gegner und den Gegner trifft noch ein herunterfallendes Objekt oder sowas. Und das passiert exakt gleichzeitig, dann werden trotzdem 2 Contact Listener ausgelöst. Einen für den Pfeil, der den Gegner getroffen hat, und das zweite für das Objekt, was von oben auf den Gegner draufgefallen ist. Also 2 Contact Listener einfach. Das heißt, ihr habt hier immer genau 2 Fixtures, die ihr bekommen werdet, nämlich Fixture A und Fixture B. Wir werden jetzt erstmal fragen, was ist denn Fixture A? Komm schon. Get Body. Und jetzt können wir hier sagen, was passiert mit dem Body? Naja, der Body, wenn der gleich ist, was wollen wir denn überprüfen? Ob unsere Objekte ob unsere beiden Sprites aufeinandertreffen. Wenn Body 1 gleich Body und das zweite, also Contact Fixture B muss gleich sein wie Body 2. Dann machen wir was, aber Vorsicht, hier braucht ihr jetzt noch eine zweite Variante und zwar ein Oder, denn das Ganze kann auch umgedreht sein. Also es kann auch sein, dass Fixture A der Body 2 ist und Fixture B der Body 1 ist. Ihr wisst ja nicht, was auf was trifft. Das macht das Ding intern so ein bisschen und da habt ihr eigentlich quasi keinen Einfluss drauf. Hier müsst ihr immer beide Varianten abfragen. Hier ist übrigens auch wichtig, das und bindet theoretisch stärker als das oder. Ihr könnt ja aber auch gerne Klammern drum machen, wenn euch das lieber ist. So, also falls das der Fall sein sollte, wollen wir was tun? Naja, wir wollen, keine Ahnung, was wollen wir denn machen? Ich habe eine tolle Idee. Wir machen den Effekt auf eine neue Position. Set. Achso, ja. Wir schnappen uns den Particle-Effekt hier drüben, deswegen machen wir den jetzt hier einfach mal frecherweise Static. Der Particle-Effekt, der wird jetzt hier verändert und zwar über GameScreen.Effekt.SetPosition
Und zwar auf den Sprite 1 einfach mal drauf, also auf unser Skelett sprite.getX und sprite.getY. Ups. So. Das heißt, wenn die beiden sich jetzt berühren, dann passiert das. Wenn ihr noch mehr machen wollt, dann nehmt ihr hier einfach, also noch mehr abfragen wollt, dann überprüft ihr einfach, ob der Body, also ob das erste Objekt euer Boden ist und das zweite Objekt das Objekt eurer Wahl und wie auch immer ihr es halt gerne haben wollt. Also hier könnt ihr jegliche Kontakte überprüfen, einfach mit ifs. Genau. Starten wir einfach mal und schauen uns an, was passiert ist, beziehungsweise was passiert, wenn die beiden sich berühren. Hier unten lodert unsere Flamme so ein bisschen und wenn sie sich berühren, ups, dann verschwindet die Flamme nach links unten, was ihr gerade nicht gesehen habt. Ich nehme mal an, dass das mittlerweile an dem Murks liegt, den ich hier inzwischen in diesem kompletten Dings drin habe, weil das Projekt einfach viel zu groß ist, als dass man so nicht objektorientiert da dran gehen sollte. Aber okay, 750 auf 750, damit wir einfach sehen, dass sich was getan hat, beziehungsweise dass ihr auch was seht, weil ich habe das ja unten links, aber das ist bei euch, glaube ich, nicht mehr auf dem Bildschirm drauf. Das wäre nämlich schade. Okay, probieren wir es nochmal. So, also wir machen hier die Kollision und zack, hier oben leuchtet die Flamme. Also ihr könnt damit dann machen, was ihr wollt. Ihr könnt die auch komplett irgendwo hinfliegen lassen oder sowas, keine Ahnung. Was auch immer euch da einfällt, könnt ihr hier machen, direkt bei Kontakt. Und wie gesagt, das ist halt sehr praktisch, weil ihr dadurch so Sachen wie Pfeile, die eintreffen, den Gegner oder sowas alles berechnen könnt. Das könntet ihr davor eben nicht machen, das macht nur die Physik-Engine sonst für euch. Gut, das war's schon wieder, was ich euch zu Kollisionen zeigen wollte und generell auch zur Physik und sogar, glaube ich, generell zu libgdx. Es gibt noch sehr, sehr viel, was ich euch jetzt nicht gezeigt habe, ist klar, aber ich glaube, mit den Basics, die ich euch jetzt gezeigt habe, könntet ihr theoretisch schon ein komplettes Spiel schreiben. Ich würde euch da mal kurz empfehlen, euch das Spiel Trine anzugucken. Das funktioniert nämlich genau nach diesem 2D-Prinzip. Ihr habt Sprites, ihr habt Animationen, ihr habt genau solche Kollisionen, ihr habt genau diese Jump-Felder, ihr habt eigentlich alles in Trine, was wir jetzt hier gemacht haben. Und wenn ihr das vernünftig objektorientiert hinbekommt, was ich euch hier alles gezeigt habe, dann habt ihr da gute Chancen, auch sowas in die Richtung zu machen. Klar, die Sprites sind nicht einfach zu bekommen, aber ich bin da zuversichtlich, dass euch was einfällt oder ihr Leute kennt, die sowas hobbymäßig machen. Super, das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen für libgdx und wenn ihr natürlich noch mehr Wünsche habt, speziell zu diesem Thema, aber auch natürlich zu anderen Themen, dann dürft ihr mir schreiben. Vor allem unser lieber Rocket Launcher, der hat mittlerweile, glaube ich, mehr Erfahrung mit libgdx als ich. Und ja, das war's, wie gesagt, von meiner Seite. Falls ihr spezielle Themenwünsche habt, schreibt sie mir in die Kommentare oder in die Mails oder sonst irgendwas, Nachrichten. Euch fällt da immer was ein. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.